Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU 17. Wir haben den dritten Advent und auch den dritten Tag auf EU 17. Und zum Anlass gibt es natürlich heute auch wieder einen Code für euch. Ja, 300 Sanduhren gibt es, geschlagene, mit dem Code 3-Advent-1005. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Code, wie ich finde. 300 Sanduhren sind nicht verkehrt, gerade zum Serverstart kann man die sehr, sehr gut gebrauchen, weil man da noch nicht ganz so viele von hat und die sind arschteuer, wenn man sich die im Shop kaufen möchte. Deswegen sehr gerne einlösen. Zum vierten Advent sollte es wahrscheinlich auch wieder irgendwas geben. Werde ich euch natürlich auch wieder Bericht erstatten, wenn das soweit der Fall ist. Und genau, wir gucken auf dem Server hier mal rein, was hier so alles abgeht. Ich selbst, ja, ihr wisst ja, ne, chillig auf jeden Fall am Start. Ich sehe gerade, ich könnte mir sogar schon große Pots holen, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Wir gucken auf die Erstplatzierten und was soll man sagen? Wir haben hier einen Namen, der ja dann doch schon in der Szene hier und da bekannt ist, sag ich mal. Der, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Turor, ja, obwohl man aber auch nicht ganz genau weiß, ob es wirklich der Turor ist, der hier jetzt gerade am Pushen ist. Für das Level, sag ich mal, wäre es nicht ungewöhnlich, dass das nicht Turor ist. Er hat auch die polnische Flagge, es würde passen, ja, aber wir haben hier, ja, das Profilbild, was Turor sonst immer ausgerüstet hatte. Also es ranken sich ja Mythen und Sagen wirklich um diese Person, ja. Und international in der IHOF war ganz lange Turor hier zu sehen mit dem Profilbild von diesem guten Kollegen hier, ja, Kulev. Und in der Ehrenhalle war es auch schon so gewesen, dass der Name Turor auf einmal da war, weil der geändert worden ist. Ja, also wurde sich umbenannt. Ne? Dann ist ja lange Zeit auch Turor ohne Profilbild umhergerannt auch, ne? Zuerst. Und dann gab es Gerüchte, dass Turor irgendwie das Bild abgekauft haben sollte von einem Avatar-Gewinner. Also es ist wirklich ganz, ganz wild und Turor eigentlich gar nicht so aussieht wie hier auf dem Bild irgendwie so. Ne? Ich weiß, also ich sehe da mittlerweile auch nicht mehr durch, ganz ehrlich. Ja, ist mir auch egal. Auf jeden Fall haben wir Turor hier auf Stufe 218, momentan gerade der höchste Paladin auf dem Server. Hatte es geschafft, schon Stufe, ich glaube 200 plus, 210 irgendwie ein paar Stunden nach Serverstart zu pushen. Hatte am ersten Tag, glaube ich, Stufe 63 erreicht. Hatte in der Nacht dann weiter gepusht. Da hatten wir auch gesehen gehabt, wir waren ja live gewesen, dass es nach 0 Uhr dann auch weiterging. Und als ich morgens um 9 Uhr reingeschaut hatte, da war, also am Samstag, an Tag 2, da war Turor dann schon Stufe 210 oder so gewesen. Ja. Und jetzt heute um 11 Uhr, am dritten Tag, um 11 Uhr morgens, ist jetzt Turor hier gerade auf Stufe 218. War gestern noch ein ganz lustiges Bild gewesen. Da war Turor der Einzige mit Stufe 218 und alle anderen waren noch so um die 60, 70, 80, so vom Level her. Also es war wirklich kein einziger, der im dreistelligen Levelbereich unterwegs gewesen ist zu der Zeit. Also sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie lange er hier auf dem Server durchziehen möchte. Ansonsten haben wir natürlich auch viele andere Leute dabei, die man hier so auf jeden Fall des Öfteren schon mal so gelesen hat. Und zwei Gilden machen sich hier wirklich, putzen sich hier wirklich raus. Das ist einmal Holy Order und The Magazine. Ja, das sind so die zwei Gilden, die hier wirklich, das meiste dominieren, würde ich sagen so. Ne? Das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Wir können gleich mal in die Gilden reinschauen. Dann sieht man da auch, wer da wirklich alles am Start ist. Ihr seht es ja jetzt schon teilweise. Ne? Wir haben, um mal kurz auf die Statistik zu gehen, wir haben hier auf dem Server knappe 30.000 Spieler an Tag 3. Das ist okay. Wir hatten aber auch schon eine große Anzahl an vorregistrierten Spielern auf dem Server. Das war mehr als gewöhnlich. Wir waren, glaube ich, bei 22.000 oder so, als der Server gestartet hat. Ansonsten hatten wir da, glaube ich, selten mal den Fall, dass wir über 20.000 auf dem Server hatten. Es war dann sonst für gewöhnlich immer da drunter, also sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Liegt, denke ich, aber auch mal an der Klasse.
die jetzt momentan bei 57% ist. Server dominiert hier der Paladin. Und ist runtergegangen. Als wir uns das erste Mal das angeschaut haben, war diese Statistik bei 70%. Ja, und kurz bevor der Server gelauncht ist, bei 60% circa. Ja. Geht immer weiter runter, ist aber trotzdem immer noch ein Großteil, der hier drauf spielt. Und man sieht es ja auch überall in der Ehrenhalle, überall der Paladin, überall der Paladin. Ja. Also man muss es wirklich wollen, auf dem Server hier zu spielen. Für mich persönlich würde es auf Langzeit, muss ich schon sagen, dann doch ein bisschen eintönig werden. Was wirklich extrem verkrampft ist das Sammelalbum zu füllen auf dem Server, ja, weil es nur ein und dieselbe Klasse gibt. Man hat dann zwar keine Probleme mit den Krieger-Items, aber die anderen Klassen sind schon wirklich nicht, also es ist schon wirklich schwierig mitunter, muss ich mal so sagen, ja. The Holy Order wird hier angeführt von Zombie, ja, und wir haben hier auch viele andere starke Spieler auf dem Server, in der Gilde. Masked Man ist hier auch dabei, schöne Grüße, mit ihm hatten wir ja gestern ein Video aufgenommen gehabt, da nochmal vielen lieben Dank an der Stelle. Ja, Tura ist hier halt drin, ne? Und ja, Jurik sieht man auch auf jeden Server irgendwie, ist auch immer krass am Start. Dann haben wir hier noch Dom als zweiten Content Creator noch in der Gilde, ja. Und wenn wir jetzt noch weiter hier runtergehen, dann haben wir hier auch sogar Neutral am Start als dritten Content Creator in der Gilde. Und Neutral und Zombie haben die letzten Serverstarts immer so ihre eigene Gilde gemacht. Also die waren in zwei verschiedenen immer gewesen so. Ne? Neutral ist ja Ungare und Neutral ist ja Pole und Zombie ist Ungare. So. Und die waren dann immer in unterschiedlichen Gilden. Jetzt beide zusammen hier in einer Gilde ist schon, ja, ist schon nicht ohne, und deswegen ist die Gilde hier auch wirklich gar nicht mal so schlecht am Start. Ja, Chase hier auch noch mit dabei als Content Creator in der Gilde, also da geht es auf jeden Fall ab. Und ansonsten haben wir hier noch The Magazine, glaube ich, die hier, ja, hier haben wir viele, oder ja, beziehungsweise, wenn ich mir das so anschaue, ja doch, also Holy Order ist schon ordentlich am Dominieren, aber halt eben viele von Magazine haben wir hier am Start, und das ist ja von Resist hier, die Gilde, beziehungsweise halt eben sein Projekt, was er halt eben auch auf dem Discord-Server da so anpeilt. Ne? Pilot haben wir hier. Grüße. Ja, worum er sich kümmert. Ist ja die letzten Serverstarts auch immer mit so einem Magazine am Start gegangen. Diesmal scheint er hier es dann doch ein bisschen ernster zu meinen. Denn hier haben wir auch V70 wieder, also ist krass, V70 auch überall. Scythe sogar hier, ja. Also es ist wirklich krass. Hier ist auch sogar Luca noch am Start. Ja, die Leute hier auf dem Server haben Bock, habe ich so das Gefühl, auf jeden Fall. Und ja, momentan sieht es so aus, als ob Holy Order so am Dominieren ist, ja, aber mal schauen, wie das auf lange Sicht aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute hier halt eben ihren Paladin anfangen wollen auf dem Server, um ihn Langzeit durchzuspielen, weil ja viele auch so auf die Klasse gewartet haben, und viele Leute ja, wollen ja auch mit einem frischen Serverstart, mit einer frischen Klasse dann rangehen. Einige haben natürlich hier schon, ja, bevor die Klasse gelauncht ist, schon auf alten Servern schon den Paladin getestet. Aber ja, bei dem Serverstart, das hat halt jeder nochmal so die gleichen Voraussetzungen mit der Klasse. Deswegen für viele interessant, und viele wollen ja dann auch ja, eine neue, beziehungsweise auch, ich kenne auch einige, die jede Klasse irgendwie einmal so spielen wollen, sei es zum Testen oder auf Langzeit. Ja, deswegen das auf jeden Fall ja, sehr interessant. Werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Ich werde persönlich hier auch noch ein bisschen weiterspielen natürlich, denn ich möchte den Paladin ja auch testen, so ist ja nicht, ne? Also ja, mir macht der Paladin, beziehungsweise hat der Paladin auch Spaß gemacht an Tag 1. An Tag 2 hatte ich jetzt nicht so exzessiv gespielt gehabt. Da war dann wieder eher entspannt auf jeden Fall. Mal gucken, vielleicht machen wir heute noch ein bisschen was. Aber ansonsten, ja, bin ich hier auch sehr gespannt drauf. Ich möchte hier ein paar schöne Kombos sehen nochmal irgendwann vom Paladin, wo wir uns dann wieder schön auf Full Life healen oder so. Das hätte ich ganz gerne noch. Und ja, ansonsten
es ist das erstmal soweit gewesen für das Video heute. Ne? Wir werden noch ein bisschen die Tage über Bericht erstatten auf dem Server, was hier so alles passiert, was hier abgeht und so. Ne? Aber ja, für den 3. Advent ist das erstmal soweit gewesen. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Falls ihr auch den 4. Advent nicht verpassen wollt, was es da gibt, lasst ihr gerne ein kostenloses Abo hier auf dem Kanal da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.